Im heutigen Video testen wir den Regionalexpresszug RE6 von Hamburg-Altona nach Sylt-Westerland. Wir fahren in der ersten Klasse. Das Tolle ist, wir haben sogar einen Doppelstockzug. Meistens fahren ebenerdige Züge. Und wir werden sogar von einer schönen Nostalgie-Diesellok gezogen. Es ist die Baureihe 218. Zuvor fahren wir aber mit dem ICE 2 von Hannover nach Hamburg-Altona. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es ans Meer, nämlich an die Nordsee, auf die wunderschöne Insel Sylt. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade in der S-Bahn. Eigentlich wollte ich mit dem Regionalexpress fahren. Ich musste in Hannover umsteigen und ich zeige euch mal, was da passiert ist. Mit dem Zug hätte ich eigentlich nach Hannover fahren sollen. Aber technische Störung am Zug und er ist anscheinend immer noch nicht losgefahren. Nein, er ist immer noch nicht losgefahren. Er fällt wohl aus. Und es wurde direkt die Zugbindung aufgehoben. Als Ersatz mussten wir schnell zur S-Bahn. Die fuhr 20 Minuten früher, aber jetzt sind wir gut pünktlich und haben in Hannover noch ein bisschen Zeit. Vielleicht sehen wir noch ein paar schöne Züge. Wir fahren wie gewohnt erste Klasse, weil wir wollen ja herausfinden, ob der RE6 von Hamburg-Altona nach Sylt angenehm ist. Gleich sehen wir uns am Hauptbahnhof wieder. Ich bin nun gut am Hauptbahnhof in Hannover angekommen und ihr werdet es nicht glauben, aber die S-Bahn Hannover, also die S2, mit der ich gerade gefahren bin, war perfekt pünktlich. Ich habe auch schon unseren Zug gefunden, den ICE. Da ist er, ICE 684 nach Hamburg-Altona. Er hat schon 10 Minuten Verspätung, aber wir gehen mal zum Gleis. Da ich heute frei habe, darf ich faul sein und nehme die Rolltreppe. Einmal Gleis 7. Der hat auch 8 Minuten Verspätung, fährt aber nur bis Hamburg Hauptbahnhof. Wir müssen aber weiter. Wir müssen... Hey, wo ist er hin? Sie haben das Gleis einfach mal ganz kurz geändert. Da ist er. ICE 684 nach Hamburg-Altona. Das ist hinter dem Hamburger Hauptbahnhof. Also so sieht das aus. Der Zug ist jetzt da, angezeigt. Und hier seht ihr nochmal den Gleiswechsel. Gleis 7 ist links. Gleis 8 ist rechts. Wir müssen in Abschnitt D. Da ist unser Erste-Klasse-Waggon. Theoretisch könnten wir jetzt den ICE 4 nehmen, der nach Hamburg Hauptbahnhof fährt, weil unser Regionalexpress war ja so spät, dass die Zugbindung aufgehoben wurde. Aber es macht halt keinen Sinn, zum Hamburger Hauptbahnhof zu fahren und dann sich einen neuen Anschlusszug nach Hamburg-Altona zu suchen. Deswegen warten wir jetzt ganz entspannt auf unseren regulären Zug. Das ist der ICE 4, den wir gerade auch hätten nehmen können. Genießen wir seine Ausfahrt. Unser ICE erhält nun Einfahrt. Es ist ein ICE 2. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten am Hauptbahnhof in Hannover und nehmen einen schönen ICE 2 nach Hamburg-Altona. Da kommt schon Hamburg-Altona. Wir fahren einfach am Hauptbahnhof vorbei. Da hält er zwar, aber wir steigen dort nicht aus. Und dann geht's von Hamburg-Altona mit Dieselpower bis nach Westerland auf Sylt, über den schönen Hindenburgdamm. Da ist der Bahnhof. Grüß dich, ICE 2. Womöglich müssen wir noch ein bisschen warten, weil der Zug hier geteilt wird. Okay, wir müssen doch nicht warten. Und hinein! Oh, hier ist ja richtig was los. Naja, ich gehe mal ein bisschen weiter.
Ich habe nun einen schönen Sitzplatz gefunden, denn ich bin ja ein krasser Draufgänger. Ich habe keine Sitzplatzreservierung. Haha. Dieser ICE 2 hier besteht aus 2 Zugsegmenten und eins davon ist unsers. Der fährt nach Hamburg weiter und der hintere Teil, der fährt nach Bremen. Jetzt kann die Zugparty losgehen. Ich habe auch ein passendes Getränk. Prosit auf eine schöne Zugfahrt nach Sylt. Ui, das hat aber Power, aber lecker. Die ICE 2 Zugfahrt genieße ich jetzt einfach mal, weil über den ICE 2 habe ich schon ein ausführliches Video vorher gemacht. Das verlinke ich euch unten. Wir haben nun Hamburg Hauptbahnhof erreicht und unser Zug ist heute circa 10 Minuten später pünktlich. Aber der ICE 2, das ist einfach ein Top-Zug. Der ist bei 200 km/h ganz ruhig und ganz angenehm. Also ich werde den vermissen, weil in 2027 soll der ja komplett ausgemustert sein. Jetzt ist der Zug hier ab Hamburg Hauptbahnhof so gut wie leer. So sieht er in die Richtung aus. Und so sieht er komplett aus. Ist schon schön. Man hat übrigens gigantisch viel Platz. Die Sitze sind super bequem. Ich werde ihn vermissen. Ein ganz toller Zug. Wir steigen in Hamburg-Altona aus. Wir erreichen in circa 2 Minuten Hamburg-Altona. Da sehen wir es. Da ist schon der Bahnsteig. Oh, und ein schöner ICE 4. Hallo ICE 4. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie weit Gleis 10 weg ist. Da müssen wir als nächstes hin. Und wir sehen das Schild Hamburg-Altona. Ist nicht so viel los hier. Und hinaus. Hamburg-Altona. Wir müssen zu Gleis 10. Mach's gut, ICE 2. War eine sehr angenehme Fahrt. Ach, das ist ein Kopfbahnhof. Da geht's nach Vrist, da wollen wir nicht hin. Dort steht eine Nordbahn. Die kenne ich noch gar nicht. Sieht aber schön aus. Wir sind am Kopf angekommen. Hier sind die Anzeigetafeln. Wir suchen RE6 nach Westerland. Heute von Gleis 10 ganz oben. Gleis 10 gefunden. Noch kein Zug da. Zug gefunden. Da wir erste Klasse fahren, müssen wir nach ganz vorne in Fahrtrichtung. Ist ganz schön was los hier. Also hier umzusteigen ist 100% stressfrei. Im Gegensatz zum Hauptbahnhof von Hamburg. Hier ist es schön ruhig in Altona. Abschnitt C, wir sind in Abschnitt D, ein Stück noch. Einfahrt RE6. Da ist die erste Klasse, da wollen wir rein. Ah, mit Diesellok. Na, ist ja klar, der Hindenburgdamm hat ja keinen Strom. Boah, der Sound von den alten Burgen, Wahnsinn. Und hinein, es ist Stau. Platz gefunden. Hier gibt es natürlich keine Reservierung. Aber toll, dass hier die schönen Doppelstockzüge fahren. Wir schauen uns gleich alles im Detail an. Das ist der Ausblick von meinem Sitz.
Man kann schön weit gucken. Ausfahrt aus Hamburg-Altona. Genau. Also muss ich mehr Geld ausgeben. Und dann passt das dann auch. Die Beschleunigung der Diesellok. Also was schon mal richtig toll ist, wir haben eine Steckdose. Das hätte ich nicht erwartet. Richtig gut. Da wir es nun gut in den Zug geschafft haben, ohne Stress, also Umsteigen in Hamburg-Altona ist wirklich top, müssen wir anstoßen, weil jetzt kommt nämlich der schöne Teil der Zugfahrt. Obwohl der ICE 2 hat auch Spaß gemacht, aber die Strecke ist halt nicht so schön. Holstein begrüßt Sie nun recht herzlich auf dem Weg nach Westerland. Dieser Zug hält in Elmshorn, Itzehoe, Heide, Lunde, Friedrichstadt, Husum, Bredstedt, Langenhorn, Niebel, Klamsbüll, Morsum, Keitum. Die planmäßige Ankunft in Westerland ist um 14:34 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Das hat dann jetzt kein Produzieren. Also jetzt habt ihr die Lautsprecheransage gehört. Aber jetzt wollen wir anstoßen. Prosit auf eine schöne Doppelstock-Dieselzugfahrt. Aber hier ist ja bei Stadtkraft Wir müssen nun auf die Suche nach Features gehen. Oh, die Suche scheint nicht sehr lange zu dauern. Es gibt auf jeden Fall kein WLAN. So sieht übrigens der Waggon aus. Er ist durchaus alt, aber dennoch bequem. Obwohl bequem stimmt nicht ganz. Manche Sitze sind steinhart und manche sind sehr weich. Der Sitz, auf dem ich gerade sitze, ist steinhart. Und der Sitz neben mir, der ist komplett weich. Verrückt. Ach, hier ist noch eine kleine Lehne, die man hochmachen kann. Also Sitzkomfort ist durchaus gegeben. Die Sitze sind schön breit. Man ragt nicht zum Nachbarn rüber. Sehr gut. Hier kommt gerade ein Flixtrain vorbei. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Und dort ganz hinten ist der ÖBB Nightjet. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Licht gibt es natürlich auch. Und Leseland. Funktioniert. Und funktioniert. Und wir haben noch eine Sonnenblende. Sehr schön. Oh, die rastet überall ein. Sehr praktisch. Und sie hat ein extra Guckloch. Da wir keinen WLAN haben, müssen wir den Zug in der DB Navigator App verfolgen. Momentan sind wir perfekt pünktlich. Der Tisch ist wirklich gut. Da rutscht nichts weg. Und man kann den Tisch kleiner machen. Gefühlt haben wir gerade unseren Top-Speed. Ich gucke mal, ob ich per GPS ihn messen kann. Das gibt's ja gar nicht, wir sind ja wirklich schnell. Fast 120 km/h. Ich staune. Unsere Diesellok, die Baureihe 218, fährt sogar bis zu 160 km/h. Wir haben bestimmt gerade schon 140 drauf gehabt. Das hätte ich nicht erwartet. Bevor wir uns den Sitz noch mal ganz genau anschauen, suchen wir mal die Toilette. Weil beim letzten Mal, als ich in so einem Doppelstockzug gefahren bin, habe ich die Toilette nicht gefunden. Die war sehr gut versteckt. Aber ich bin jetzt schlauer. Und hinunter. Hier ist auch gut. Hier kann man Koffer abstellen. Ich habe meinen Koffer aber am Platz. Hier. Da ist sie. Die versteckte Toilette. Ich habe sie beim letzten Mal nicht gefunden. Wie wird sie aussehen? Oh, wir haben ein Schwimmbecken. Hallo. Spezialseifenspender? Naja, ich habe schon schlimmere Toiletten gesehen. Also ich kann ja nichts dafür, wenn das Waschbecken verstopft ist. Aber wir wollen uns jetzt die Hände waschen. Ja, lohnt sich jetzt nicht so, ne? Wasser? Wasser? Da kommt Wasser. Okay. Naja, mit so wenig Seife ist das dann doch ein bisschen zu wenig.
Jetzt können wir noch mal hochgehen. Erste Klasse. Wir erreichen gleich Elmshorn und bevor es noch voller wird, gucken wir uns die Sitze noch mal im Detail an. So sehen sie aus. Nichts Produzierendes halt. Sieht schon gut aus. Und hier ist auch noch ein Tisch. Komm raus. Sehr gut. Auch wieder mit Getränkehalter. Wunderbar. Ein kleiner Mülleimer. Nicht schlecht. Ist tatsächlich sogar verhältnismäßig sauber hier. Und Teppich. Hier kann man noch seine Füße abstellen. Sehr bequem. Und die Beinfreiheit ist super. Ich kann mich komplett lang machen. Ich bin übrigens 183 cm groß. Hier ist nochmal ein Tisch. Wunderbar. Und auch hier, bei dem einzelnen Platz, ist auch wieder eine Steckdose. Und das in diesen alten Waggons. Kann mir zufällig jemand sagen, was das ist? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue gerade noch mal, ob man den Sitz verstellen kann. Ich kann aber keinen Griff finden. Naja, lässt sich auch so aushalten. Es gibt hier natürlich auch Gepäckablagen, aber die sind sehr schmal, da passt kein Koffer zwischen. Deswegen haben wir unsere Koffer bei den Sitzen. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich mit einem alkoholischen Getränk angestoßen habe. Normalerweise ist das nämlich in den Regionalzügen der Deutschen Bahn verboten. Aber in Schleswig-Holstein konnte ich keine Information darüber finden, dass alkoholische Getränke oder ein Verzehr von Essen und Getränken in den Zügen verboten ist. Ich konnte es nur finden, dass in Bussen in Schleswig-Holstein generell Essen und Trinken verboten ist. Also kann man hier toll Party machen. Yay. Und auch dieser Zug kommt heute später pünktlich. Wir haben nun 10 Minuten Verspätung, weil ein Zug uns aufhält. Es ist jetzt genau 12 Uhr und ihr wisst, was das heißt. Genau, Hände waschen und Mittagessen. Heute haben wir ein Lufthansa-Erfrischungstuch. Die Erfrischungstücher von Lufthansa sind übrigens auch zum Händedesinfizieren gedacht. Weil wir haben ja gerade gesehen, die Toilette gibt nicht so viel Seife her. Deswegen wasche ich mir noch mal extra die Hände. So, alles schön sauber. Schauen wir doch mal, was es zum Mittag gibt. Heute gibt es Brot. Aber was für eins? Was ist denn da alles drauf? Hähnchen, Burgersoße, Salat, Putenbrust. Ey, das ist mal der Hit, ne? Ich lasse es mir jetzt schmecken. Beim Essen müsst ihr mir nicht zusehen. Ich habe noch was vergessen. Da ist auch noch Erdnussbutter drauf, also besser geht's nicht. Wir erreichen unseren ersten Halt, Elmshorn. Genießen wir die Bremskraft. Wenn du in der Firma lädst. Oh toll, die Kamera fokussiert, sodass die Menschen nicht zu sehen sind. Auch nicht schlecht. Ja, genau. Oh, habt ihr das Quietschen gehört? Die schöne alte Diesellok. Wir haben gerade Itzehoe verlassen mit noch 5 Minuten Verspätung. Wir fahren immer noch einem verspäteten Zug hinterher. Aber wir haben trotzdem eine schöne Karte. Da ist die schöne Karte. Wir können jetzt hier auf GPS klicken und dann müssten wir eigentlich unseren Zug finden. Da ist er. Da ist unser Zug und wir fahren gleich an einem besonderen Ort vorbei. Da ist Wacken. Da findet doch immer das große Metal Open Air Festival statt. Wir halten dort halt nicht, aber zumindest haben wir es mal auf der Karte gesehen. Unser nächster Halt ist dort oben, Heide. Und wir kommen dem Meer immer näher. Im ICE haben wir noch eine kleine Aufmerksamkeit bekommen. Ein Stück Lieblingsgast-Schokolade. So sieht das Stück Schokolade aus, soll aus Fairtrade-Kakao hergestellt werden. Rein damit. Oh, wir sind gerade auf einer schönen Brücke. Genießen wir die wunderbare Aussicht. Hört ihr das? Unser kleiner Doppelstockzug ist wunderbar leise.
Das kann man echt genießen. Und wir sind gerade, na wo sind wir denn? Bei Burg in der Nähe von Dithmarschen. Wir sind gerade gefahren über den Fluss, den ich nicht erkennen kann auf der Karte. Schade. Ich hätte euch gerne gesagt, welcher Fluss das ist. Es war irgendein Kanal, aber den Namen kriege ich leider nicht raus. Nicht mal über Google Maps. Wir fahren gerade mit unserem Topspeed 140 km/h. So sehen 140 km/h aus unserem schönen Doppelstockwagen aus. Wir haben gerade Lunden erreicht. Anscheinend kann man hier gut am Bahnhof wohnen. Übrigens, die gesamte Strecke, jetzt hoch bis nach Sylt, ist nicht elektrifiziert. Wir fahren nur mit Dieselpower. Wir erreichen in Kürze Friedrichstadt. Dort ist es so wunderschön, das könnte man auch Klein-Venedig nennen. Mal gucken, ob wir aus dem Zug heraus etwas Schönes von dem Ort sehen. Wir erreichen Friedrichstadt. Also vom Bahnhof aus ist jetzt nicht so viel zu sehen. Ausfahrt aus Friedrichstadt. Genießen wir die Diesel-Power-Beschleunigung. Also der Waggon ist so gut gedämmt, man hört kaum die Power der Diesellok. Wir verlassen nun Husum und hier auf dem anderen Gleis ist eigentlich der Zug, den ich erwartet hätte, mit dem wir fahren würden. Nämlich so ein flacher Regionalexpress. Ihr seht, der wird auch von einer Diesellok geschoben. Der kommt wahrscheinlich gerade von Sylt. Aber wir haben das Glück und haben den schönen Doppelstockzug. Wir sehen jetzt gerade, wie Nordfriesland aussieht. Also wie Nordfriesland überwiegend aussieht. Grün, grün und platt. Weil wir sind ja ganz nah an der Nordsee. Wir haben gerade übrigens wieder unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. 140 km/h. Und der Zug ist immer noch schön leise und er schaukelt erstaunlich wenig. Sehr angenehm. Der Zug ist mittlerweile ein bisschen voller geworden, auch die erste Klasse. Wir sind hier zu 2/3 belegt. Aber wie ihr hört, hier ist niemand laut. Alle Leute sind sehr angenehm, sehr ruhig und genießen ihre Fahrt. Ein paar Leute haben sogar eigene Sektgläser mitgenommen und machen Party. Wir erreichen nun Niebüll. Niebüll ist tatsächlich ein sehr spannender Bahnhof, weil von hier aus kommt ihr mit den NEG-Zügen zum Fähranleger Dagebüll. Und von Dagebüll fahren die Fähren nach Amrum und nach Föhr. Das sind übrigens 2 wunderschöne Inseln, die ich beide schon mal besucht habe. Kann ich nur empfehlen. Und Niebüll hat noch eine weitere spezielle Eigenschaft. Hier werden nämlich die Intercities, die von Sylt kommen, zusammengekoppelt. Es fahren am Tag 4 Intercity-Züge von Sylt quer durch Deutschland. Da steht schon Niebüll, das alte Stellwerk. Vielleicht sehen wir gleich einen NEG-Wagen. Gut, da kommt schon der Bahnsteig. Hier, das ist der Intercity. Der müsste wahrscheinlich jetzt nach Sylt fahren, weil wie gesagt, es fahren nur 4 Intercities am Tag von Sylt aufs Festland. Eine kleine Korrektur. Dieser Intercity fährt nicht nach Sylt, der kommt von Sylt und er hat die Nummer 2215. Über den mache ich tatsächlich auch ein Video. Ich bin gespannt. Unser erste Klasse-Teil
ist jetzt gerade minimal leerer geworden. Und so sieht es hier aus. Ist immer noch ganz schön voll, aber ihr hört es ist wunderbar ruhig. Kann man also gut aushalten. Das war gerade eine NEG. Nochmal NEG. Na sowas, was ist denn hier los? Ausfahrt aus Nibel. Genießen wir den NEG-Zug. Natürlich dieselbetrieben. Ist aber schön hier. Wir erreichen gerade Klangsbüll. Klangsbüll ist der letzte Halt vor Sylt. Und gleich fahren wir über den schönen Hindenburgdamm. Neben uns ist ein Sylt-Autozug. Scheint wohl viel Verkehr gerade auf dem Hindenburgdamm zu sein. Oh, der Autozug scheint aber ordentlich lang zu sein. Wir erreichen Klangsbüll. Ja, das sieht schon durchaus nach Urlaub aus. Okay, die Seite war nicht so spannend. Gehen wir auf die andere. Okay, die andere Seite war schöner. Unsere erste Klasse ist nun minimal leerer und das ist jetzt mein Blick nach vorne. Vor uns ist nur die Lok und hier sehen wir noch die schöne Anzeigetafel. Wir fahren nach Westerland auf Sylt. So schön ist es hier und gleich kommt das Meer. Die Nordsee. Da wohnen Steaks. Schöne Steaks, schöne frische Nordsee-Steaks. Bio-Steaks vom Weideland. Ich kann das Meer sehen. Los geht's. Hindenburgdamm. Wir rasen an den Schafen vorbei. Und da seht ihr das Wattenmeer. Noch sind wir nicht ganz im Wasser. Na, wann ist das Land vorbei? Wir legen noch einen Zwischenstopp ein. Das ist der Blick von unserer Warteposition. Da ist schon Wattenmeer. Los geht's, ab in die Nordsee. Also wenn ich das richtig gelesen habe, darf hier auf dem Hindenburgdamm 140 km/h gefahren werden. Bisher sind das bei weitem keine 140. Es muss wohl Ebbe sein. Ganz wenig Wasser da. Genießen wir die Fahrt über den Damm. Aber vielleicht hört man es, unsere kleine Lok arbeitet ordentlich. Sie möchte schneller werden. Weiß zufällig jemand von euch, warum der Strand hier in Rechtecke eingeteilt ist? Wir erreichen Sylt. Dort vorne seht ihr schon, das ist Sylt. Also die Wasserverbindung ist den Leuten mal echt gelungen. Sehr, sehr gut.
Grüß dich, Sylt. Wir erreichen unseren ersten Halt auf Sylt, Morsum, mit 18 Minuten Verspätung. Das ist der Ort Keitum, unser letzter Halt vor der Endstation Westerland. Also bisher haben wir von Keitum nur Rinder gesehen. Aber da ist schon der Bahnhof. Oh, sieht cool aus. Wir erreichen nun unseren finalen Halt Westerland-Sylt. Ja, das sind die Züge, mit denen ich eigentlich gerechnet habe, dass wir mit denen fahren. Aber unser Doppelstockwagen ist halt der Hit. Richtig gut. Da dampft die Diesellok. Meine Güte, wie lang so ein Autozug ist. Genießen wir die letzte Einfahrt. Da kommt der Bahnsteig und da war das Schild. Sylt Shuttle. Der überdachte Bahnsteig beginnt. Und raus mit uns. Westerland! Wir sind da! Hallo, schöne Diesellok! Baureihe 218, sehr schön! Wunderbar! Und so sieht es hier aus. Also ich bin wunderbar auf Sylt angekommen, im Ort Westerland. Die Zugfahrten haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der ICE 2 war einfach top, das ist ein sehr angenehmer Zug. Der Regionalexpress Nummer 6 war seltsamerweise ein Doppelstockzug, aber der war halt echt bequem, sehr angenehm und sehr ruhig. Also ich habe viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Womöglich macht ihr die Fahrt nochmal nach. Übrigens, ich habe ungefähr nur 32,50 € für diese Fahrt bezahlt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, werdet doch Mitglied auf meinem Kanal. Ich habe viele Videos für euch vorbereitet, die ihr schon wesentlich früher sehen könnt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.